Meine Mac and Cheese sind wirklich die besten. Sie sind cremig und unglaublich lecker. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Noppis Kochstunde. Und das Gericht ist sowas einfach zuzubereiten und wir fangen gleich mal mit dem Mozzarella-Käse an, den ich nachher zum Überbacken noch verwenden werde. Und dann nehme ich 3 Kugeln und die schneide ich klein. Weiter kann man für die Pasta schon mal Wasser aufsetzen und da geben wir richtig viel Salz mit in das Wasser hinein und erhitzen diesen Topf. Ich verwende für das Ganze eine Pfanne mit abnehmbarem Griff und in dieser Pfanne gebe ich jetzt Butter hinein und schmelze diese Butter, damit die schön heiß wird. Sobald die heiß wurde und verlaufen ist, gebe ich dann Mehl hinein, sprich ich stelle eine Mehlschwitze her, aber eine große Menge. Auch können wir jetzt schon mal ein bisschen Salz hinzugeben und die Pasta in das Kochwasser geben. Ist ja klar, dass ich immer schön fleißig durchrühre, damit keine Klumpen entstehen oder entstandene Klumpen sich auflösen. Besonders wichtig ist es dann, wenn wir schrittweise jetzt Milch hinzugeben. Immer kräftig durchrühren. Die Mehlschwitze ist natürlich aber auch richtig heiß. Warum? Wir haben sie ein bisschen braun werden lassen, weil wir wollen ein bisschen Geschmack noch drin haben. Und wie ihr seht, zum Schluss ist das Ganze natürlich so richtig cremig geworden. Und weil wir Mac and Cheese machen, geben wir jetzt auch den Käse jetzt mit hinein. Und dann nehmen wir Cheddar-Käse, der löst sich hier so richtig schön auf. Damit sich das Ganze aber so richtig schön auflöst, und zwar ohne Klumpen, müssen wir einfach richtig lange und kräftig durchrühren das Ganze. Ich nehme einfach da einen Holzlöffel dazu. Manche können natürlich hier auch einen Schneebesen nehmen. Meine Pfanne hier, die ich nachher in den Ofen schiebe, die ist Anti-Haftschicht beschichtet und deswegen nehme ich hier jetzt den Kochlöffel. So, die Soße ist jetzt mittlerweile schön cremig und jetzt können wir noch ein bisschen würzen. Dann nehmen wir ein bisschen Knoblauchpulver und Chilipulver dazu. Und bei der Gelegenheit haben wir jetzt den Ofen schon auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, weil es ist nicht mehr lange und die Pfanne kommt jetzt in den Ofen. Weil jetzt geben wir dann auch die Pasta mit in die Pfanne hinein, schrittweise in 2 Schritten und rühren das Ganze gut durch, damit sich das Ganze schön verteilt, damit alles homogen ist. Aber noch haben wir nicht alles, sondern es fehlt jetzt noch der Mozzarella-Käse. Und diesen Mozzarella-Käse, den geben wir jetzt auch noch drüber. Der bildet nachher beim fertigen Gericht eine schöne große Kruste, die so richtig schön lecker schmeckt. Und ab damit in den Ofen für 20 Minuten bei 220 Grad. Aber halt, ich habe noch was vergessen. Ich gebe normalerweise noch Chilipulver nochmal drüber und dann schiebe ich das Ganze in den Ofen. Fast hätte ich es vergessen. Und nach 20 Minuten ist das Ganze fertig. Warum? Weil das Ganze war schon in der Pfanne schon so richtig heiß und somit braucht es nicht lange, bis das Ganze fertig ist. Also wieder den Griff ran an die Pfanne und dann raus damit. Und wie ihr seht, das sieht super aus. Super lecker, das sage ich euch.
Also jetzt könnt ihr mal den Anblick genießen, wie lecker das aussieht und wie das nachher so richtig lecker schmecken wird. Da habe ich euch doch jetzt so richtig Lust gemacht, oder? Dieses Gericht nachzukochen. Da geben wir jetzt natürlich mal so eine richtig leckere Portion auf den Teller und dann schnabulieren wir das Ganze und hoffen, dass auch mal ihr das nachkocht und mir berichtet, wie es geworden ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge von Nobis Kochstunde, und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten wieder. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.